Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Heute ist es hier eine Strandkorb-Manufaktur. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und nach meinem Mini-Strandkorb für die Explosionsbox gibt es heute nun die ausgewachsene Variante. Die sieht bei mir so aus. Am besten du legst dir alle Materialien zurecht. Dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Du benötigst eine Papierschneidemaschine und Papierzuschnitte, wenn du es so machen möchtest wie hier in Marineblau und dann mit Designerpapier verziert. Ich schneide heute mal und zeige es dir mit flüsterweißem Tonkarton. Das ist der extra starke. Den werde ich später noch gestalten mit Stempeln und mit Embossing. Also wir brauchen ein Stück Tonkarton in den Maßen 21 x 28 cm, ein Stück in den Maßen 19 x 20 cm und ein Stück in den Maßen 16,9 x 18,4 cm. Außerdem ein kleines Stück zur Verstärkung in ca. 8,5 x 4,5 cm. Jetzt kannst du dir das Designerpapier noch zuschneiden. Du benötigst 2 Stück in 9,5 x 5,5, 2 Stück in 4,5 x 8,5, jeweils ein Stück in 8,5 x 9,5, ein Stück in 7,0 x 8,5 und 6 kleine Streifen in 1,5 x 8,5. Die Maße schreibe ich alle nochmal auf meinen Blog. Da kannst du das genau zuschneiden. So, jetzt geht's los mit den Falzlinien. Das erste Stück, 21 x 28 cm, ist der Grundkörper, hier dieses große Stück vom Strandkorb. Und das falzen wir zuerst links und rechts bei 6 cm. Schneideklinge wieder weit weg. Dann falzen wir es am Boden auch bei 6 cm. Nehmen es wieder raus und auf der anderen Seite legen wir es jetzt ein und brauchen Streifen immer von 2 cm größer. Den ersten Streifen mache ich auf dieser Seite 2 cm, dann drehe ich um und lege bei 4 an. Bei 6, bei 8, bei 10 und bei 12. Und dann habe ich genau 6 Streifen. Die Linien für das erste Teil. Und weil wir einmal so schön dabei sind, schneiden wir auch gleich. Und zwar von den Seiten, also lange Seite vor sich hinlegen, bis zur ersten Querlinie alle Felder einmal einschneiden. Der ersten Seite umdrehen, die andere Seite genauso, hier diese 6 einzelnen Felder. Und unten noch der eine Schnitt. Das zweite Feld, das ist das Feld 19 x 20 cm. Die 19 cm Seite, also die kürzere Seite, legen wir ein bei 5 und bei 14. Das bedeutet, die beiden äußeren Felder sind jeweils 5 cm groß. Jetzt drehen wir auf die lange Seite
und legen ein bei 7,5 und bei 12,5. Und das bedeutet, die beiden äußeren Felder sind jeweils 7,5 cm. Hier schneiden wir, ganz wichtig, die lange Seite wieder vor sich hinlegen. Dieses Feld mit den 5 cm bis zur ersten Querlinie, jeweils links, rechts, ein. Umdrehen, auf der anderen Seite links und rechts einschneiden. Fertig. Und das dritte Feld. Dieses Feld wird unser Auszug, also unsere Lade hier unten. Dieses Feld hat die Maße 16,9 x 18,4 und hier schneiden wir reihum, falzen wir reihum bei 4,8. Und jetzt kommen wir zum Schneiden. Wir schneiden hier, es ist eigentlich egal, ich würde es in jedem Fall aber gegenüberliegend machen. Also ich schneide jetzt hier ein, einmal links und rechts und auf der anderen Seite genauso. Rechts. So, und das kleine Feld, was wir jetzt vorhin noch hatten mit den ca. 4,5 x 8,5, das wird nachher hier innen gegengeklebt als Verstärkung. So, zugeschnitten haben wir alles. Die Falzlinien haben wir angelegt. Dann tausche ich jetzt mal aus. Ich habe überall schon die Designerpapiere aufgeklebt. Da ich dich ja nicht mit Kleben langweilen wollte, nur wo nötig, geht's jetzt los. Ich zeige dir, wo ich welche Felder hingeklebt habe. Also wir hatten für das große Stück hatten wir 2 mal 5,5 mal 9,5. Die habe ich hier links und rechts außen hingeklebt. Ein Feld war 8,5 mal 9,5 geht auf der Rückseite in die Mitte. Das wäre dann unser Strandkorb außen anzusehen von hinten. Dann gab es ein Feld 7, wir bleiben mal bei diesem. Auf diesem haben wir noch aufgeklebt die 6 kleinen Felder in 1,5 mal 8,5. Die habe ich hier oben hingeklebt. Und ein Feld in 4,5 mal 8,5 hier innen. Das wird nachher die Lehne der Rückbank. Das erste Feld soweit fertig vorbereitet beiseite. Das zweite Feld, die Sitzbank. Wir brauchen nur ein Feld aufkleben, das ist dieses hier vorne. Das hat die Maße 7 mal 8,5 cm. So wird zusammengeklebt. Du kannst es dir schon vorstellen. So. Und der Schubkasten oder die Lade wird an einer Seite mit dem Designerpapier 4,5 mal 8,5 noch verziert und alles andere wird gleich zusammengeklebt. Und los geht das. Klebstoff und dann mal schnell geklebt. Nicht wundern, meine Klebetube hatte gerade ein Schleudertrauma. So. Schauen, dass wir die Kanten glatt zusammenbekommen. Also gerade aufeinander gelegt, klingt das vielleicht besser. Rückseite genauso. Ich lasse meine Klebstoffe immer über Kopf stehen, aber manchmal kommt dann so viel raus, wie eben eine Schweinerei gibt. So. Gestern hier aufgeräumt, da sind wieder alle Bastlerschraubzwingen weg. Schnell aufholen. Ja. Die Lade klebt. Ich klebe schon hier noch dieses Teil ein.
Oder ich kann es auch später einkleben, dann kann ich meinen Riegel verdecken. Also die Lade steht, die Sitzbank als nächstes. Wenn dieses Feld oben aufkommt, klebe ich das auch als letztes fest. Ich klebe dies innen rein, damit ich beim Auszug nicht eine Sperre habe. Wenn ich dies kurze reinklebe, dann wird mir der Kasten da jedes Mal ranklemmen. Also klebe ich das lange als innerste Schicht. Drücke dieses rein, wieder schön gerade, Kanten aufeinander und die Oberseite dagegen. Alles gut andrücken, winklig. Winklig wäre super, schön fest, denn das muss nachher passgenau in unsere Kiste passen. So. Das passt. So, und jetzt wird hier geklebt, und zwar zuerst unten. Ich klebe wieder auf diese Flächen, damit die innen drinnen verschwinden. Eins. Nummer 2. Ecken notfalls korrigieren, gut andrücken. So, dann kommt der spannende Moment. Entweder es passt oder es passt nicht. Das oben auf, und das wird hier ziemlich straff genau reingeklebt. Wenn dir das zu straff ist, dann arbeite mit den Millimetern. Dann eben 1 Millimeter weniger oder mehr auf der einen oder auf der anderen Seite. Hier muss ich mal nachkleben. Also eingepasst habe ich es. Ich habe gesehen, hier steht was über, das möchte ich so haben, dass der Kasten unten raussteht. Also klebe ich jetzt auch nur bis hier. Reiche nur bis hier ein. An den Seiten ebenfalls. Und dann setze ich das hier mal rein. Wichtig ist, dass es unten gut in den Ecken sitzt und dann die Seiten fast genau aufgedrückt. Und die ganze Sache nimmt auch schon Form an. Wir wissen mal schon, dass das da reinpasst und hier da es passt. Jetzt, bevor wir unten die Lade fertig verzieren, können wir erstmal hier oben die Ecken kleben. Ganz einfache Variante, genauso wie beim Mini-Strandkorb, wer den sich schon angeguckt hat. Ich streiche wieder von jedem Seitenteil ein unteres Dreieck ein. Bei zu viel Kleber muss ich ein bisschen was abtupfen. Und setze es hier hinter, und zwar genau an die Spitze. Drücke an und halte hoch. Moment. Du siehst es, genau an der Spitze läuft es lang. Ja, die Linie läuft an der Spitze lang. Und das mache ich jetzt abwechselnd links und rechts. Mal so, dass ich das gut anpassen kann und notfalls variieren kann. Es geht also immer über die Spitze. Immer über die vorherige Spitze. Wenn wir dann mal fertig sind und dir ist dieses Verdeck oben zu lang, würzt du deinen Strandkorb einfach um 2 cm vorher und machst eben nur 5 Streifen oben. Ich fand das aber mit den 6 ganz schick. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das schick wird. Ich habe mir das nur so gedacht. Mein erster war nur mit 5. Aber ich dachte, da geht noch. Schauen wir mal.
Gedanke richtig war. Sonst schneiden wir vorne was ab, da kennen wir nichts. So. Und je gleichmäßiger wir das links und rechts kleben, umso gerader wird die letzte Kante. Nicht fuschen. Auch zum Ende hin nicht fuschen. Das gilt nur für mich, nicht für euch. Und der letzte. So. Mein Strandkorb so gut wie fertig. Die Linie ist gerade. Ja. Der Auszug sitzt. Jetzt kommt noch die Dekoration. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt hier raus, also erstmal diese 2 Klammern, die habe ich hier noch. Die finde ich ganz witzig. Die setze ich hier so an die Seite ran. Ich denke, ob das jetzt funktioniert. Das ist wie so, als ob man könnte, aber man kann nicht. Also eine Attrappe, so als ob man das verdeckt ziehen könnte. Fand ich ganz lustig, mache ich so. Jetzt schaue ich mal, was wir hier haben. Hier haben wir noch einen Teil. So ein Steuerrad, würde ich sagen. Und dann habe ich hier übrig ein kleines Blümchen, meine Unterlegscheibe. Außerdem brauche ich noch eine Klammer, die will ich mal suchen, weil hier ist sie nicht. Moment. Aber hier, aus den Tiefen meiner Kreativwerkstatt kommt noch so ein Basic-Brett. Das haben wir hier, eine Lochzange. Ich sollte mit dem Lineal arbeiten, das mache ich. Mein Feld ist 8,5 cm. Ich mittel mir mein Lineal auf 9. Links und rechts gleich viel übersteht. Und müssen es ja nicht übertreiben, aber so ein bisschen. Und setze jetzt bei 4,5 das Loch an. Das geht natürlich alles exakter, aber für mich passt das so. Die kleine Klammer, dann dann das Steuerrad, dann das Blümchen. Das hat den Sinn, dass ich dann hier nämlich hinterfassen kann. Und die Klammer innen festgedrückt. Und mit diesem Stück Tonkarton werde ich das innen nochmal versäubern. Dann ist die Klappe vorne richtig fest und das Teil deckt. Da drin sieht ja keiner, wenn es rumschweinst. Also drückt man das mal an. Reihum angedrückt. Dafür lassen wir uns noch Zeit. So, hier wird schon mal der Schauraum vorbereitet für meine Strandkorbmanufaktur. Und es ist auch gleich der zweite große ausgewachsene Strandkorb fertig. So schaut er aus. Für die Seiten fehlen mir im Moment, hier habe ich da die anderen Steuerräder aufgeklebt. Bei einer Demo aus meinem Team habe ich gesehen, die hat da gestern hier kleine Schnürchen als Griffe aufgeklebt. Sehr echt sah das aus. Finde ich auch witzig, mache ich jetzt aber nicht. Überleg dir selber, wie du das weiter dekorierst. Du bist da bestimmt kreativ. Deine Ideen nehme ich gerne auf, höre gern was von dir. Fertig sind meine inzwischen 5 Strandkörbe. Falls du wissen möchtest, wie der kleine geht, das habe ich dir verlinkt. Der große war so.
Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keine weitere kreative Anleitung von mir. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Alle Maße findest du noch einmal auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.